Wenn du die Kettlebell erst kürzlich für dich entdeckt hast und auf der Suche bist nach dem ultimativen Guide, nach das dir alle relevanten Informationen liefert über Kettlebell-Training, Kettlebell-Theorie und Kettlebell-Workouts, dann bist du hier genau richtig. Ich kenne nämlich das Problem, wenn ich etwas suche, möchte ich nicht 10 verschiedene Quellen zusammensuchen, dann irgendwie mein eigenes Bild daraus basteln wollen, wenn ich keine Ahnung von der Materie habe. Wir liefern dir mit diesem umfangreichen Video die Lösung. Eine Informationsquelle und ein Video. Die Informationen, die du hier erhältst, basieren nämlich auf Real-Life Experience. Wir sind nicht nur irgendwelche Instagram- oder YouTube-Coaches, wir trainieren mit der Kettlebell mit echten Menschen im echten Leben. Grüß mich dran, Gregory von Lebe Stark hier. Auf unserem YouTube-Channel dreht sich alles um die Kettlebell. Wir glauben, dass die Kettlebell nicht nur das beste, sondern auch das effizienteste Trainingsequipment für die meisten Menschen ist. Bevor wir starten, möchte ich dich gerne darauf aufmerksam machen, dass du alle relevanten Informationen aus diesem Video in einem PDF-Guide kostenlos downloaden kannst. Du findest den Link in der Beschreibung. Obwohl dieses Video sehr detailliert und umfangreich ist, kratzen wir nur an der Oberfläche der Kettlebell. Wenn du noch tiefer, noch detailreicher, noch intensiver in die Welt der Kettlebell abtauchen möchtest, dann buche unser Lebe Stark Online Kettlebell Kurs Bundle. Du findest den Link ebenfalls in der Beschreibung. Über 100 Lektionen, über 50 Videos, massives Material, damit du dein Kettlebell-Training auf ein Master-Level bringen kannst. Als allererstes widmen wir uns den theoretischen Grundlagen der Kettlebell. Dazu möchte ich dir gerne 6 Faktoren zeigen, die die Kettlebell einfach einzigartig und unglaublich effizient machen. Nummer 1, wir erleben einen Muskelaufbau dadurch, dass wir mit Gewicht arbeiten. Nummer 2, wir haben einen erhöhten Kalorienverbrauch und damit eine erhöhte Fettverbrennung, weil wir kontinuierlich mit der Kettlebell arbeiten, ohne sie aufzusetzen. Wir trainieren zum Beispiel 20 bis 30 Minuten, wenn du fortgeschritten bist, durchgehend mit der Kettlebell. Nummer 3, die Kettlebell bietet ein koordinatives Element, weil wir Ganzkörpertraining verfolgen. Der Körper wird als gesamte Einheit gefördert und der Organismus muss harmonisch zusammenarbeiten. Nummer 4, du verbesserst deine kardiovaskuläre Leistung. Dein Herz wird kräftiger, fitter und effizienter. Die Kettlebell kannst du mit einem Mittelstreckenlauf vergleichen. Es ist kein Sprint, wo wir Vollgas geben müssen. Es ist aber auch kein Marathon, wo wir auf Dauer kardiovaskuläres Training verfolgen. Wir haben ja schlussendlich auch ein Gewicht. Dadurch, dass wir mit diesem Gewicht kontinuierlich arbeiten, wird dein Herzmuskel verbessert und pumpt dann mehr Blut pro Schlag in deine Adern. Nummer 5, du kriegst deine Rückenschmerzen in den Griff. Der Fokus der Kettlebell ist zwar dein gesamter Körper, schlussendlich trainieren wir aber besonders im Rumpf und in der Hüftgegend. Und genau in dieser Gegend haben viele von uns muskuläre Disbalancen, die dann schlussendlich zu Schmerzen und besonders Schmerzen im unteren Rücken führen. Diese Schmerzen kannst du mit der Kettlebell wirklich sehr gut in den Griff bekommen. Nummer 6, du hast ein tragbares Gym. Du bist nicht mehr auf ein Fitnessstudio angewiesen. Du kannst deine Kettlebell überall mitnehmen und somit überall dein Workout durchziehen. Alles in allem, wir verfolgen Muskelaufbau, du kannst abnehmen, deine Gesundheit verbessern und benötigst kein Fitnessstudio. Widmen wir uns nun den Größenunterschieden. Du hast bei der Kettlebell 2 verschiedene Größen. Auf der einen Seite haben wir Competition Kettlebells, die sind alle gleich groß, aber unterschiedlich schwer. Und dann haben wir Standards, Standard Kettlebells, die sind unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer. Wir empfehlen dir von Anfang an das Training nur mit Competition Kettlebells. Wenn nämlich deine Technik besser wird, dann kannst du irgendwann schwereres Gewicht nehmen. Und die Technik hängt davon ab, wie groß deine Kettlebell ist, wie das Feeling bei der Hand Insertion ist, das Kettlebell Window, die Kugel, das Gefühl auf dem Arm, das sind alles wichtige Faktoren. Wenn diese Faktoren immer gleich bleiben, hast du effizienteres Training, als wenn diese Faktoren sich die ganze Zeit verändern und sich die Kettlebell immer wieder anders anfühlt. Bei der Competition ist also nur ein Aspekt, der sich dann unterscheidet. Die Kettlebell wird schwerer, das Feeling und das Handling bleibt
aber gleich. Bei der Gewichtsempfehlung empfehlen wir, wenn du Anfängerin bist, eine 8 Kilo Kettlebell und wenn du Anfänger bist, eine 12 Kilo Kettlebell. Der Grund, wieso wir nicht weniger als 8 Kilo empfehlen, ist, weil du eine verzerrte Wahrnehmung mit der Kettlebell erlebst, wenn du 2 oder 3 Kilogramm Kettlebells in den Händen hast. Dann beförderst du nämlich die Kettlebell die ganze Zeit mit deinen Armen und grundsätzlich befördern wir die Kettlebell sehr stark mit unserem Rumpf. Wenn die Kettlebell also genug schwer ist, dann zwingt sie dich von Anfang an, deine Beine zu benutzen. Die Kettlebell stammt aus Russland und wurde erstmals im 17. Jahrhundert registriert. Das Gewicht auf den Märkten wurde ganz einfach umfunktioniert und es wurde damit dann trainiert. Du kannst dir vorstellen, wenn du ein 20 Kilo Gewicht hast auf dem Markt, dann beförderst du dieses Gewicht nicht mit den Armen, weil es zu schwer ist, sondern du beförderst es mit deiner Hüfte. Du schwingst das Gewicht auf die Waage. Und wir gehen davon aus, dass daraus dann die erste Kettlebell bzw. der erste Kettlebell Swing entstanden ist. Wir haben dazu auch eine kleine Theorie. Wir glauben, dass Boris, der stämmige Bauer, unglaublich kräftig war und keine Rückenschmerzen hatte. Und alle auf dem Markt haben sich immer unterhalten über Boris und haben gedacht, wieso hat der nie Rückenschmerzen? Bis sich dann herausgestellt hat, sie haben ihm zugeschaut, wie er die Gewichte auf die Waage gebracht hat. Und zwar mit Schwung, mit einer Schwungübung. Und das hat ihm einen kräftigen unteren Rücken beschert. Gewiefte Studenten und Wissenschaftler haben dann das beobachtet und haben herausgefunden, dass diese Swings dazu geführt haben, dass Boris so kräftig ist. Und damit war die Idee zur ersten Kettlebell geboren. Der ursprüngliche Trainingsstil der Kettlebell nennt sich Girevoy. Wir nennen es im Englischen auch Kettlebell Sport. Girevoy Sport war dann quasi die Entwicklung aus dem Training mit der Kettlebell. 1960 markiert das Jahr der ersten Kettlebell-Meisterschaft und deren Anerkennung. Pavel Tsatsouline und Steve Cotter haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kettlebell Anfang 2000er Jahre ihren Weg auch zu uns in den Westen gefunden hat. Charakteristisch für das Kettlebell-Training ist eine langsam ansteigende Lernkurve. Deshalb ist es wichtig, dass du dich von Anfang an mit der richtigen Technik befasst und die richtigen Informationen erhältst. Du wirst nämlich besser, wenn du die richtigen Informationen kontinuierlich im Training umsetzt. Damit verbessert sich deine Technik ungemein. Das Kettlebell-Training ist sehr anspruchsvoll und benötigt seine Zeit. Du hast aber einen sehr hohen Payoff für deinen gesamten Körper und das Erfolgserlebnis ist wirklich auf einem anderen Level, wenn du zum Beispiel mal den Snatch mit einer 16 oder 20 Kilo oder 12 bis 16 Kilo, je nachdem ob Frau oder Mann, für 10 Minuten mit nur einem Handwechsel durchziehen kannst. Widmen wir uns nun den Trainingsgrundlagen. Das erste, was wir gemeinsam anschauen möchten, ist der Trainingsstil. Grundsätzlich gibt es zwei populäre Varianten, obwohl wir mittlerweile im Zeitalter von Instagram, Social Media und YouTube vielleicht sogar 3 Varianten nennen können. Die erste Variante ist der Hardstyle, popularisiert von Pavel Tsatsouline Anfang der 2000er Jahre. Und der zweite Stil ist der sogenannte Girevoy-Stil, den haben wir bereits angesprochen. Das ist die ursprüngliche Trainingsvariante, wie man mit der Kettlebell grundsätzlich arbeitet und die stammt direkt aus Russland. Charakteristisch für den Hardstyle ist der hohe Energieoutput und die explosive Bewegungsausführung. Ich würde sogar hinzufügen, dass der Hardstyle grundsätzlich ein bisschen einfacher zu lernen ist, da er nicht so nuanciert ist wie der Girevoy Sport. Der Girevoy-Stil, auch Kettlebell Sport genannt, arbeitet auf eine langfristige Art und Weise und man möchte bei diesem Trainingsstil die Energie konservieren und nicht alles auf einmal rausballern. Diese ursprüngliche Trainingsvariante arbeitet grundsätzlich ohne Explosivität und wird deshalb auch manchmal Soft-Style genannt. Steve Cotter war einer der tragenden Figuren, die diesen Stil in den Westen importiert hat. Steve hat nämlich mit Pavel Tsatsouline zusammengearbeitet und war einer seiner Chefcoaches, hat dann aber danach seine eigenen Nachforschungen in Russland betrieben und ist dann zum Schluss gekommen, dass der Hardstyle nicht wirklich viel mit der ursprünglichen Trainingsvariante gemein hat und das ist der Grund, wieso er diesen dann in den Westen importiert hat. Du kannst mit beiden Varianten natürlich erfolgreich sein. Wir sind aber natürlich
natürlich ein bisschen voreingenommen, weil wir den Good Boy Sport nicht nur lieben, sondern auch weitergeben, die Leidenschaft dafür entwickelt haben und es einfach cool finden, wie wir sagen, im Ballett des Kettlebell-Trainings in diese Nuancen abtauchen und dich immer wieder neu erfinden kannst. Wir glauben auch, dass du beim Good Boy Sport besser arbeiten kannst aufgrund der Energieeffizienz. Die Technikanforderungen sind sehr hoch. Das bedeutet, wenn du jemand bist, der sehr anspruchsvoll ist und sehr viel lernen möchte über das Thema Kettlebell, bist du hier auch wahrscheinlich ein bisschen besser bedient. Und das allgemeine Feeling und der erhöhte Kalorienverbrauch, den du hast, weil du länger mit der Kettlebell arbeiten kannst, kann sich natürlich besonders aufs Abnehmen, kräftiger und fitter werden sehr positiv auswirken. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Good Boy Sport eine kleinere Verletzungsgefahr besitzt, weil du viel mehr mit deiner Hüfte arbeitest und benutzt damit deine größten Muskelgruppen, die Glutes, die Quads und die Hamstrings. Ein weiterer Grund, wieso wir glauben, dass der Good Boy Sport mehr Sinn macht, ist, der Good Boy Sport folgt dem sogenannten Law of Exercise. Dieses Gesetz besagt, dass du besser wirst, wenn du eine Übung öfters ausführst. Deine Technik wird sich nämlich drastischer verbessern, wenn du, sagen wir mal, in 5 Minuten 150 Swings machst und das 3 bis 4 Mal pro Woche. Die höhere Anzahl an Wiederholungen wird es dir einfacher machen, die Technik besser zu verinnerlichen. Der dritte Trainingsstil, den du heute schon fast klassifizieren kannst, sind Kettlebell Flows. Diese Art von Training siehst du immer öfters auf Instagram und auf YouTube und sie verbinden sehr spezielle Bewegungsmuster mit dem Kettlebell Training. Ich bin der Meinung, dass auch dieses Training dir natürlich Erfolg bringen kann. Jedoch für Anfänger und Menschen, die sich mit der Kettlebell langsam anfreunden möchten, glaube ich, dass diese Übungsausführungen, die teilweise sehr komplex sind, nicht wirklich sinnvoll sind. Kommen wir nun zu den Trainingsvariablen. Es gibt mehrere Modifikatoren, die du einsetzen kannst, um dein Kettlebell-Training zu verändern, zu optimieren oder anzupassen. Der erste Modifikator ist das Gewicht. Bei den Competition Kettlebells unterscheidest du immer 4 Kilo Abstände, also von 8 auf 12, auf 16, auf 20 und so weiter und so fort. Der zweite Modifikator sind Reps bzw. Wiederholungen. Die Anzahl der Wiederholungen unterscheiden sich je nach Übung und je nach Trainingsmethode. Der dritte und letzte Modifikator ist natürlich die Zeit und das ist unser Favorit. Wir arbeiten sehr gerne auf Zeit. Der Vorteil, wenn du zum Beispiel einfach einen Timer setzt auf 5 Minuten Swing zum Beispiel oder 10 Minuten Clean and Press mit einem Handwechsel, ist, dass du dich nicht mehr auf irgendwelche Reps konzentrieren musst, sondern nur noch dich auf deine Technik fokussieren kannst. Während der Timer läuft, schaust du vielleicht ab und zu mal drauf, um zu sehen, wo du stehst, oder du ignorierst ihn und hörst nur auf das Audiosignal und das ermöglicht es dir einfach ein viel konzentrierteres und fokussierteres Training. Dass du keine Wiederholungen mehr zählen kannst, kommt besonders dann zugute, wenn du mit schwerem Gewicht arbeitest, deine Technik noch mehr gefördert wird und wenn du dann nur einen Timer hast, macht sich das Ganze oder gestaltet sich das Ganze für dich einfach ein bisschen einfacher. Schauen wir uns nun die Kategorien an. Wir kategorisieren die Kettlebell-Übungen grundsätzlich in 2 verschiedene Segmente. Auf der einen Seite haben wir die Ballistics, das sind Übungen, die ein Schwungelement besitzen, und dann haben wir die sogenannten Grinding Lifts, das sind Übungen, die kein Schwungelement besitzen. Zu den ballistischen Übungen zählen wir den Swing, Clean and Press und den Snatch. Das sind gleichzeitig auch die 3 Grundübungen des Giveaway Kettlebell Sport Styles. Beim Swing nutzen wir grundsätzlich die Hand-to-Hand-Swing-Variante, weil wir glauben, dass das die effizienteste Art und Weise ist, wie du den Kettlebell Swing lernen kannst. Beim Swing, Clean and Press und Snatch starten wir in der sogenannten Hinge Ready Phase. Das bedeutet, dass wir die Kettlebell einen halben Meter vor uns platziert haben, die Kettlebell im Fingergrip greifen, damit wir den ersten Rep nicht verschwenden, sondern gleich Bang, mit Schwung starten können. Der Hand-to-Hand-Swing hat 5 Phasen. Wir haben den Backswing, die Hip Extension, den Handover, die Amortisation und wieder den Backswing. Das sieht folgenderweise aus. Der Clean and Press hat 12 Phasen. Wir starten mit der Kettlebell in der Hinge Ready Phase, bringen sie in den Backswing. Dann Low Swing, Acceleration Pull und dann die Rack-Position bzw. Rest-Position. Dann gehen wir in den Dip, Bump, bringen die Kettlebell in die Overhead Top Fixation,
sind hier durchgestreckt. Dann folgt die erste Amortisation, der erste Drop, wo wir die Kettlebell zurück, boom, ins Rack befördern. Dann ist die Kettlebell wieder im Rack bzw. in der Rest Position. Dann folgt der zweite Drop bzw. die zweite Amortisation. Wir drehen das Handgelenk zu uns, die Kettlebell fällt, Oberkörper geht nach hinten, wir haben wieder Arm-Körper-Kontakt. Wir lassen uns ziehen und gehen dann in den Backswing. Haben wir die letzte der ballistischen Übungen, das ist der Snatch. Wir starten auch in der Hinge Ready Phase, hier haben wir 9 Phasen, gehen in den Backswing. Hip Extension in die Vertikale, weil wir wollen die Kettlebell jetzt nicht mehr nur in der horizontalen befördern, sondern wir wollen die Kettlebell jetzt direkt in die Overhead Top Fixation bringen. Wir sind also im Backswing, Hip Acceleration to Vertical, boom, die Kettlebell kommt nach oben, dann kommt hier erst der Acceleration Pull, wir ziehen die Kettlebell an, Hand Insertion, fixieren die Kettlebell hier oben und sind dann in der Overhead Top Fixation. Dann kommt die Amortisationsphase, der schwierigste Teil beim Snatch. Wir haben den Corkscrew, wo wir die Kettlebell ausdrehen, Handgelenk zu uns, Handfläche zu uns. Dann Lean Back, wir lehnen zurück, die Kettlebell fällt nach unten, wir lassen die Schwerkraft ihr Ding machen. Wir schieben die Hüfte nach vorne, weil wir den Kontakt zwischen Arm und Hüfte so schnell wie möglich verkürzen möchten, damit die Kettlebell, wenn sie hier fällt, in den Fingergrip fällt, Arm-Körper-Kontakt hergestellt wird und wir wieder im Backswing sind. Die zweite Kategorie sind die Grinding Lifts, wo wir kein Schwungelement mehr besitzen und wir haben charakteristisch 7 Grundübungen, die wir jetzt kurz miteinander anschauen. Die erste Grundübung ist der Deadlift. Wir gehen in die Hinge, der Oberkörper kommt nach vorne, die Kettlebell ist auf Fußmitte, wir zeigen es von der Seite und dann mit einem schönen geraden Rücken haben wir Spannung in den Hamstrings und in den Glutes. Wir spannen den Rücken an, ziehen die Schulter nach hinten und richten uns mit der Kettlebell auf, strecken durch und kommen wieder nach unten. Die zweite Übung ist die Row, ähnlich wie der Deadlift, aber hier möchten wir den großen Rückenmuskel ein bisschen isolieren. Wir starten wieder in der Hinge, wir schnappen uns die Kettlebell, jetzt arbeiten wir unilateral und ziehen die Kettlebell nach oben. Ellbogen geht nach oben, sodass ich meinen Rücken spüren kann und dann die andere Seite. Und immer darauf achten, dass wir hier auch einen geraden Rücken haben und den Ellbogen so weit es geht nach oben ziehen, damit wir richtig schön den Rücken spüren. Die dritte Übung ist die Goblet Squat. Wir bringen die Kettlebell ins Rack bzw. in die Goblet-Position, schnappen die Kettlebell wie einen Pokal. Chest up, Füße auseinander, Knie auseinander. Und jetzt, wenn wir in die Kniebeuge gehen, ist es charakteristisch eine Front Squat. Das heißt, wir kommen nach unten und wir möchten, dass der Oberkörper so gerade wie möglich bleibt. Wir möchten hier nicht nach vorne lehnen, weil das würde zu viel Druck auf dem unteren Rücken auslösen. Wir möchten hier richtig schön Chest up, gerader Rücken und wieder nach oben kommen. Und wir achten darauf, dass die Kettlebell immer schön auf Fußmitte bleibt. Deshalb möchten wir mit dem Oberkörper so gerade wie möglich bleiben. Übung Nummer 4 ist die Lunge. Bring die Kettlebell wieder in die Goblet-Position. Chest up. Jetzt arbeiten wir unilateral mit den Beinen. Das heißt, Ausfallschritt mit rechts, Reverse nach hinten, setzen das Knie auf, kommen nach oben und Step back. Dann Step zurück auf den Zehen, das linke Knie setzt auf, Chest up. Charakteristisch bei der Lunge, wenn wir unten sind, ist, dass wir darauf achten, dass Knie und Rumpf einen 90-Grad-Winkel vorweist. Dann kommen wir zurück. Zack, wieder zurück in die Ausgangsposition. Übung Nummer 5 der Grinding Lifts ist die Strict Press. Strict Press, wie der Name schon sagt, wir nutzen hier keinen Dip, keinen Bump. Wir haben die Kettlebell in der Rack bzw. Rest Position. Wir folgen dieser medialen Linie. Jetzt drücke ich meinen rechten Ellbogen richtig in meinen Rumpf, damit ich meinen Rücken spüre und
bringe die Kettlebell in die Overhead Top Fixation und bringe sie wieder zurück ins Rack. Wieder back up. Wieder nach unten. That's it. Die 6. Übung ist die Windmill, eine super Übung, um deine Schulter zu stabilisieren und gleichzeitig mit dem Rumpf zu arbeiten. Wirklich auch fast schon eine Ganzkörperübung. Wir bringen die Kettlebell in die Overhead Top Fixation. Jetzt schiebe ich meine Hüfte nach hinten. Der linke Arm geht zu meinem linken Bein. Ich schaue der Kettlebell nach, schiebe die Hüfte nach hinten und mein Oberkörper beugt sich zum Boden hin und ich komme wieder nach oben. Wenn du ein bisschen vorgeschrittener bist, kannst du die Füße ganz normal nach vorne ausrichten, schiebst die Hüfte nach hinten, dann drehst du ein bisschen mehr ein und kommst wieder zurück. Achte besonders darauf, wenn du hier ganz unten bist, dass die Kettlebell auf dem menschlichen Schwerpunkt bleibt, dass dein Arm schön stabil ist, dass wenn du nach oben kommst, dass du stabil bleibst. Die letzte Übung der Grinding Lifts ist der Turkish Get Up, eine legendäre Übung, die den ganzen Körper richtig heftig in Anspruch nimmt. Du kannst entweder auf dem Boden starten oder in der Overhead Top Fixation. Ich starte gerne in der Overhead Top Fixation, bringe die Kettlebell direkt nach oben. Und jetzt, ich setze mein rechtes Bein auf. Wir machen hier eigentlich beim Turkish Get Up, gehen wir fast alle Grinding Lifts durch und machen quasi eine Übung daraus. Das heißt, Reverse Lunge mit rechts, ich setze mein Knie auf. Meine rechte Hand geht jetzt zum Boden, ähnlich wie in der Windmill. Das rechte Bein geht nach vorne. Jetzt setze ich meine Hüfte auf und ich slide über den rechten Arm nach unten. Und jetzt setze ich die Kettlebell auf meiner Brust auf. Jetzt komme ich nach oben mit einer Press. Hier merke ich meine Brust. Chest. Up. Und jetzt gehe ich über den rechten Ellbogen. Ich verschiebe mein ganzes Gewicht über den rechten Ellbogen. Und jetzt ziehe ich die rechte Hand ein bisschen nah zum Körper. Die Hüfte strecke ich durch, damit ich mein rechtes Bein jetzt durchziehen kann. Hüfte nach oben, Knie einziehen. Jetzt drehe ich meinen ganzen Körper nach vorne aus. Habe die Kettlebell schön im Schwerpunkt. Komme jetzt aus der Reverse Lunge wieder zurück in die Overhead Top Fixation. Boom. Und das ist der Turkish Get Up. Wir glauben, dass Mobility, eine gute Mobilität, das bedeutet wenig Verkürzungen bis gar keine Verkürzungen, geschmierte, geölte Gelenke, eine sehr wichtige Voraussetzung ist für verletzungsfreies und effizientes Kettlebell-Training. Wir achten beim Kettlebell-Training besonders darauf, dass wir in der Hüfte gut gelockert und geölt sind und in der Schulter. Wenn du deine Hüfte und fast schon deinen ganzen Körper ein bisschen mobilisieren möchtest, bevor du dein Kettlebell-Training startest, empfehlen wir dir den World's Greatest Stretch. Du machst einen großen Ausfallschritt mit deinem linken Bein, setzt deine beiden Hände auf der Höhe deines linken Fußes auf. Dein rechtes Bein ist gestreckt und jetzt probierst du mit dem linken Ellbogen den Boden zu berühren. Jetzt mobilisieren wir ein bisschen die Wirbelsäule, linke Hand auf den Nacken, wir rotieren zur rechten Hand und rotieren nach oben an die Decke und strecken den Arm direkt durch. Jetzt setzt du die linke Hand am Boden auf und der rechte Arm geht so weit es geht an die Decke. Du schaust deinem rechten Arm nach. Jetzt geht der linke Arm über das linke Bein, du streckst das linke Bein so gut es geht durch. Der linke Fuß ist jetzt flex und jetzt verstärken wir diesen Stretch. Du streckst das linke Bein durch, das rechte Knie beugst du und du gehst so tief du kannst. Streckst das linke Bein durch, gut für die Hams und deine Waden. Dann setzen wir das rechte Knie am Boden auf. Die rechte Hand geht auf den Boden, die linke Hand geht auf das linke Knie. Und jetzt öffnen wir alles hier in der Hüfte. Du presst deinen rechten Oberschenkel so gut es geht zum Boden und schiebst dein linkes Bein ein bisschen auf die Seite und hängst hier richtig rein. Und das Ganze machst du dann natürlich auch auf die andere Seite. Das rechte Bein geht nach vorne, der rechte Ellbogen setzt auf und dann drehst du das Ganze um. Und mit dem World's Greatest Stretch, unsere Lebe-Stark-Variation, hast du bereits alles Notwendige, um Hüfte und Schulter und eigentlich fast schon deinen ganzen Körper gut zu mobilisieren und vorzubereiten. Wenn du deinen Schultern noch ein bisschen Aufmerksamkeit gönnen möchtest, dann würde ich dir die Floor Slides empfehlen, um die Rotatoren ein bisschen zu lockern. Hier liegen wir auf dem Boden. Wir haben die Beine am Boden angewinkelt. Du liegst auf den Rücken und jetzt winkelst du deine Arme im 90-Grad-Winkel am Boden an. Achte darauf, dass Handrücken und Ellbogen und Unterarme vollen Bodenkontakt haben.
Und jetzt sliden wir ganz langsam mit den Armen am Boden entlang nach oben. Du streckst die Arme richtig durch. Und jetzt sliden wir wieder ganz langsam zurück. Wir sliden wieder langsam am Boden entlang nach oben, strecken die Arme ganz durch und sliden wieder langsam zurück. Obwohl die Rotatorenmanschette sehr empfindlich ist, ist es doch eine der wichtigsten Muskelgruppen, die wir kräftigen, mobilisieren und lockern möchten. Besonders, wenn wir Kettlebell-Training verfolgen. Doubles bzw. 2 Kettlebells möchte ich dir gerne ans Herz legen, dass du als Anfänger oder Anfängerin diese noch gar nicht wirklich benötigst. Es macht Sinn, dass du die Singles, Swing, Clean and Press, Snatch und die ganzen Grinding Lifts einmal richtig beherrschst, unilateral, mit beiden Seiten effizient arbeiten kannst, bevor du überhaupt mit 2 Kettlebells an den Start gehen möchtest. Als kleiner Ausschnitt, was dich mit Doubles grundsätzlich erwarten kann, ist der Long Cycle. Das ist eine der grundlegendsten Übungen mit 2 Kettlebells im Gitterboy Sport und der Jerk. Du kannst darauf vertrauen, dass du mit Swing, Clean and Press, Snatch, den ganzen Grinding Lifts, Long Cycle und Jerk sehr gut bedient bist. Weil es Grundübungen sind, in denen jahrzehntelange Erfahrung, Fähigkeit, Wissen und Technik stecken. Kommen wir nun zu den Workouts, zum letzten Segment unseres ultimativen Kettlebell Guides. Es gibt 3 populäre und bekannte Trainingsmethoden. Die erste Methode ist die Zirkel- bzw. MSAP-Methode und MSAP steht für As Many Sets as Possible. Die Zirkel- bzw. MSAP-Methode besteht aus 4 Komponenten. Wir nutzen unterschiedliche Übungen mit unterschiedlichen Gewichten, falls diese vorhanden sind. Wir arbeiten nach einer vordefinierten Anzahl an Reps und einer vordefinierten Anzahl an Runden. Wir definieren ein ganz genaues Zeitlimit pro Runde und wir folgen einem vorgegebenen Trainingsprotokoll. Die zweite Methode ist die Competition for Time Methode, wo wir auf Zeit arbeiten. Und vielleicht hast du schon eine kleine Vorahnung und rechnest damit, dass das wieder unsere favorisierte Trainingsmethode ist. Sie besteht aus ganz einfachen Komponenten. Wir haben erstens einmal die Zeit. Wir folgen einer Angabe der Zeit, bei welcher die Übung absolviert wird. Die zweite Komponente ist natürlich die Übung. Anfänger starten bei 1 bis 2 Minuten pro Übung, zum Beispiel beim Kettlebell Swing, Clean and Press oder Snatch. Fortgeschrittene und Profis arbeiten sich dann langsam hoch auf 5 Minuten, 10 Minuten und vielleicht sogar auch 20 bis 30 Minuten. Die Auswahl deiner Übung muss gut mit deinem Zeitaspekt kombiniert werden können. Das bedeutet, ein Swing mit einer 12 Kilo Kettlebell für einen Anfänger, sagen wir mal 1 bis 2 Minuten. Das macht Sinn. Ein Deadlift mit einer Kettlebell, die 32 Kilo schwer ist, auf 5 Minuten, das kann vielleicht sich negativ auf deinen unteren Rücken auswirken. Die dritte und letzte Methode ist ein Beast, das ist die sogenannte Intervallmethode. Die eignet sich sehr gut für dich, wenn du auch an Competitions teilnehmen möchtest. Das Beispiel ist ganz einfach. Unter der Vorgabe eines Competition for Time Sets, wo wir eine Übung mit einem Zeitlimit ansetzen, möchtest du einfach so viele Reps wie nur möglich absolvieren. Du möchtest deinen RPM, das steht für Reps per Minute, so hoch wie möglich ansetzen. Kommen wir nun zu unseren Empfehlungen für die Workouts, die wir dir jetzt gerne mitgeben möchten und die wir in die 2 Kategorien, in die Ballistics und die Grinding Lifts aufteilen. Wenn du bei den Ballistics starten möchtest und Anfänger oder Anfängerin bist, dann empfehlen wir dir dieses Workout. Die Übungen bestehen aus Squats, Cleans, Press und Swings. Wir haben bei diesem Workout bewusst ein paar Grinding Lifts dabei, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen einfacher zu halten und dass du natürlich auch die Kettlebell aufsetzen kannst. Wenn du ein fortgeschrittenes Workout suchst für die Ballistics, dann würden wir dir dieses Workout empfehlen. Wir arbeiten hier mit Heavy Swings, Clean and Press oder Clean and Jerks und Snatch.
sei einfach vorgewarnt, auch wenn du den Sprung zwischen Hook und Fingergrip mittlerweile schon sehr gut beherrschst, kann es sein, dass es vielleicht hier ein paar aufgerissene Handflächen gibt. Wenn du ein Grinding Lifts Workout suchst und Anfänger oder Anfängerin bist, dann probiere dieses Workout. Hier arbeiten wir mit Deadlifts, einer Push Press, eine Konstellation der einfachsten Grinding Lifts, damit du einen guten Start für deine Kettlebell Workouts finden kannst. Wenn du fortgeschritten bist und mit den Grinding Lifts Vollgas geben möchtest, dann probiere dieses Beast von einem Workout. Wir bauen alle Grinding Lifts von Deadlift bis zum Turkish Get Up zu einer Übung zusammen. Wenn wir diese Übungen alle zusammen bauen, dann nennen wir das schlussendlich einen Komplex. Für die Dauer deiner Workouts sind Anfänger sehr gut bedient mit 5 bis maximal 10 Minuten. Fortgeschrittene und Profis arbeiten sich dann natürlich hoch und sind dann mal bei 15, 20, 30 oder auch 40 Minuten. Athleten wie zum Beispiel Denis Vasiljev trainiert 3,5 Stunden in seinem Kettlebell Workout. Natürlich mit Breaks, natürlich mit Mobility, mit Rows, mit Long Cycles, mit verschiedenen Arten von Übungen, aber 3,5 Stunden. Er hat sogar in einem Comment auf Instagram erwähnt, dass er pro Workout sogar bis zu 1,5 Kilo an Gewicht verliert. Mit der Wochenfrequenz deiner Workouts bist du sehr gut bedient, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Du kannst gut mit 2 bis 3 Workouts pro Woche dein Ding durchziehen. Wenn du die richtigen Informationen für die Übungen umsetzt und die Trainingsfrequenz stark erhöhst, wird sich das, wie wir bereits gelernt haben, gemäß dem Law of Exercise, sehr positiv auf deine Technik auswirken. Du möchtest jedoch aufpassen. Tägliches Training mit der Kettlebell, besonders tägliches Training mit den Ballistics, kann sich wirklich negativ auf deine Handflächen auswirken. Das kann bei deinen Fingern dann irgendwann so schmerzen, dass du die Kettlebell nicht mal mehr anheben kannst. Diesen aufgerissenen Handflächen kannst du natürlich dann ein bisschen entgegenwirken, wenn du entweder Pause machst oder die Grinding Lifts einsetzt. Wenn du zum Beispiel ein intensives Snatch Workout hinter dir hast, dann kannst du am nächsten Tag vielleicht ein bisschen Deadlifts, Press und eine Windmill machen, damit du von den Ballistics eine kleine Pause bekommst. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass wir Unannehmlichkeiten akzeptieren. Schmerzen kann es manchmal geben, wenn du sie tolerieren kannst. In den Handflächen, in den Fingern und auch beim Unterarm. Die Materialien unseres Körpers, Knochen, Muskeln, Haut, Sehnenbänder, die müssen sich an die Kettlebell gewöhnen. Und meistens werden wir schneller fit und kräftig, als dass unsere Materialien Zeit haben, um sich anzupassen. Es ist also ganz normal, wenn du ein bisschen Schmerzen im Unterarm hast, weil du gerade eine Clean and Press Session hinter dir hast. Das Ganze wird immer weniger werden, wenn du besser wirst mit deiner Technik und länger mit der Kettlebell schon trainierst. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, wir konnten dir mit unserem ultimativen Kettlebell Guide helfen. Nicht vergessen, in der Beschreibung kannst du den PDF-Guide von diesem Video herunterladen und wenn du abtauchen möchtest in die Welt der Kettlebell, kannst du auch gleich unseren Online-Kurs buchen. Like das Video, falls es dir gefallen hat. Schreib in die Comments, was du denkst. Wie konnten wir dir mit diesem Video helfen? Hast du noch Fragen? Wir beantworten sie sehr gerne. Wenn du mehr von diesen Videos sehen möchtest und Bock hast, mit uns zu trainieren, mit unseren Kettlebell Workouts Vollgas zu geben, dann kannst du sehr gerne unseren YouTube-Channel abonnieren. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Peace out.